die Grundlage, mit der man dann hinterher vernünftig arbeiten kann. Also wirklich schön. Für so eine kleine Säge absolutes Träumchen. Das ist für viele immer ein riesengroßes Problem, eine bezahlbare Säge, mit der man auch vernünftig Metall sägen kann. Ich habe dazu was gefunden und das kostet nicht mal 100 Euro. Und in diesem Video werden wir herausfinden, was damit alles möglich ist. Diese Säge habe ich jetzt seit 9 Monaten und ich bin immer noch absolut begeistert von der Qualität, von der Art und Weise, wie ich hier Bauteile spannen kann und natürlich auch von dem Sägeschnitt. Wenn ich hier eine Gärung einstelle, das passt wirklich zu 100%. Und wenn man sich das Schnittergebnis am Ende des Tages anguckt, das sieht wirklich auch toll aus. Und da sagen mir viele Leute, das ist alles schön und gut. Mir ist die Säge A viel zu groß und mit 800, 900 Euro auch viel zu teuer. Und darum gucken wir uns heute den kleinen Bruder an, der kostet gerade mal so um die 100 Euro und der bietet dafür auch wirklich eine Menge. Das ist eine R210 CMS von Evolution. Das ist eine Säge, mit der kann man Holz sägen, mit der kann man Kunststoff sägen, aber auch vernünftig Metall sägen. Das alles mit einem Sägeblatt und diese Säge kostet gerade mal so um die 100 Euro. Möglich macht das eine relativ geringe Drehzahl und auf der anderen Seite ein spezielles Multicut-Sägeblatt. Das verwende ich schon seit Jahren, bin ich ein riesen Fan von. Und jetzt ist es natürlich extrem spannend, was mit so einer kleinen bezahlbaren Säge alles so möglich ist. Und wenn man die Säge auspackt, dann sieht die im ersten Moment noch so ein bisschen mickrig aus, bis man sie das erste Mal aufklappt. Dann erstrahlt die wirklich in ihrem ganzen Glanz. Und dann sieht man auch relativ schnell, dass es wirklich eine Kopie ist von der anderen Säge. Das heißt, das ist im Prinzip die Mini-Version davon. Hier hat man auch die Möglichkeit, in beide Richtungen die Säge schräg zu verstellen, jeweils bis zu 45 Grad. Das ist hier relativ einfach möglich, kann man hier unten ganz einfach verstellen. Hier hinten hat man einen Arretierungspunkt, mit dem man das Ganze feststellen kann. Und so hat man halt die Möglichkeit, die Säge in beide Richtungen schräg zu stellen. Und was ich wirklich immer als Vorteil bei den Sägen sehe, ist die Führung des Werkstückes. Das heißt, wir haben hier unten die Führung, wir haben hinten die Führung und das haben wir vor dem Sägeschnitt, das haben wir aber auch hinter den Sägeschnitt und damit kriegt man wirklich eine extrem hohe Genauigkeit. Das ist ein ganz großer Unterschied, als wenn man hier irgendwie nur einen Schraubstock hat und das Werkstück dahinter irgendwo lang schlackert. Wenn man einen langen Hebel hat, dann wird das alles wieder krumm und schief. Hier wird das Säge oder das Werkstück vernünftig geführt. Dann habe ich hier einfach so eine Klemme, damit kann ich das Ganze spannen. Die kann ich hier ansetzen, die kann ich aber auch hier hinten ansetzen. Ich kann mir noch eine zweite Klemme dazu nehmen, kann das Werkstück vernünftig spannen und dann kann ich das Werkstück ganz einfach sägen. Wenn wir jetzt hier mal einen ersten Sägeschnitt machen, dann sieht man, was für ein schönes Ergebnis man hinkriegt und man merkt auch, wie kühl der Schnitt ist. Das heißt, ich säge hier 2 Stahlteile, kann beide gleich danach wieder in der Hand nehmen, ist also absolut kühl geblieben. Und man sieht ja, man hat hier auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich persönlich nutze auch immer einen Tropfen Öl, wenn ich hier mit zuschneide. Muss ich ganz ehrlich sagen, gehe da immer vorsichtig mit um. Gerade neue Sägeblätter, die erzielen hier natürlich ein unglaubliches Ergebnis. Das wird mit den Jahren ein bisschen nachlassen. Trotzdem ist das von der Qualität wirklich toll, was mit so einer kleinen Säge alles möglich ist. Ich will noch mal 2, 3 Sachen hier erklären an der Säge. Ist also im Prinzip sehr einfach erklärt. Man hat hier unten die Führung, man hat die Möglichkeit, die Säge natürlich auf dem Tisch zu arretieren. Ich habe hier die Möglichkeit zu befestigen. Habe hier oben noch die Möglichkeit, die obere Schiene zu verstellen. Das ist nötig, weil man die Säge auch in der Schräge hier zusätzlich noch mal verstellen kann. Das können wir uns gleich auch noch mal angucken. Habe hier hinten auch die Möglichkeit zu spannen zusätzlich mit einem zusätzlichen Spannelement. Und dann ist es eigentlich sehr einfach. Hier oben drücke ich drauf, um das Sägeblatt zu öffnen, sonst ist es verschlossen. Dann habe ich hier den An- und Ausschalter. Hier hinten habe ich die Arretierung der Säge, wenn ich die wieder einklapfen möchte. Hier habe ich die Möglichkeit abzusaugen, was auch natürlich sehr praktisch ist. Wenn ich das im Holzbereich mache, dann kann ich auch ganz einfach hier diesen Staubbeutel nehmen, der auch schon viel auffängt. Das würde ich jetzt bei Metall nicht machen, da kommt ja immer mal der ein oder andere Funken. Und hier hinten habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze rauszuziehen hier halt und damit kann ich diese Schrägverstellung
gewährleisten. Das ist im Prinzip die Säge. Sehr einfach erklärt, sehr einfach von der Technik. Man sieht, das ist alles sauber, robust verarbeitet. Wirkt nicht wie eine 100-Euro-Säge. Und es ist jetzt ja auch nicht eine 100-Euro-Säge vom Chinamann. Es ist eine 100-Euro-Säge von Evolution. Evolution ist ein Hersteller aus England, aus Großbritannien. Und die fertigen natürlich auch in China. Die Sägeblätter werden großteils in Japan gefertigt, haben eine sehr gute Qualität. Und so auf den ersten Blick finde ich, Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Säge wirklich top. Ich werde jetzt so ein bisschen ausprobieren mit euch natürlich, was mit so einer Säge möglich ist. Weil das ist natürlich auch immer interessant. Die beste Säge taucht nichts, wenn sie dann hinterher zu klein ist, um die verschiedenen Sachen zu sägen. Und das muss man natürlich auch immer überlegen. Natürlich kann man hier keine Riesenteile mit sägen, aber wir wollen natürlich trotzdem mal ausprobieren, in welchen Dimensionen diese Säge wirklich Möglichkeiten bietet. Eine Sache habe ich noch unterschlagen. Ich habe hier hinten zusätzlichen Bügel, den kann ich rausziehen. Das verbessert die Standfestigkeit. Und wenn wir jetzt schon mal hier hinten sind, dann verstelle ich das Ganze auch mal. Das heißt, ich kann im Prinzip hier auf Gärung stellen. Ich habe aber auch die andere Ebene, dass ich die ganze Säge seitlich verstellen kann. Und da sieht man dann halt hier auch, da ist es dann halt notwendig, dass man den oberen Teil der Backe hier dann halt auch verstellen kann. Das kann man hier hinten dann ganz einfach wieder arretieren. Stelle ich dann so ein, wie ich das brauche, habe dann so eine Führung, solange ich die brauche, habe auf der anderen Seite dann hier aber auch die Möglichkeit, das so einzustellen, dass ich natürlich hier nicht mit der Säge reinsäge. Ist eine schöne Möglichkeit, habe ich noch nie an der Säge gehabt, kann man sicherlich auch bei dem einen oder anderen Anwendungsfall gut gebrauchen. So, Holz habe ich eben ohne Staubsauger, ohne den Beutel gesaugt. Das macht natürlich eine Menge Dreck, das fliegt nach hinten alles raus. Darum habe ich jetzt mal einen Staubsauger angeschlossen. Das ist mein Parkside-Sauger, da bin ich dann in der Steckdose. Das heißt, wenn ich jetzt die Säge anschalte, dann müsste der Staubsauger auch angehen und dann müsste das hier den Dreck halt absaugen beim Sägen. Mal gucken, was das bringt. Das ist jetzt ein 60 x 60 Vierkantrohr. Laut Angaben vom Hersteller kann die Säge 55 in der Höhe maximal sägen. Wäre natürlich schön, wenn er 60 x 60 auch noch schafft. Machen wir erstmal einen Test, ob das mit dem Staubsauger auch klappt. Das heißt, wenn ich mache. Also das ist wirklich praktisch. Ich habe den Staubsauger ungefähr so ein Jahr oder so. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Funktioniert tadellos. Jetzt werde ich das Ganze hier noch spannen natürlich. Ich habe hier hinten einen meiner Mini-Böcke drunter gemacht von wegen. Der ist so flach ist die Säge, der passt kaum. Also muss ich hier so ein bisschen hinten rüber hängen lassen. Aber jetzt habe ich das vernünftig ausgerichtet und dann gucken wir mal, ob wir 60 sägen können. Also 60 x 60 geht hier auch noch völlig problemlos. Da ist sogar noch ein bisschen Luft. Ich habe noch mal geguckt in meiner Schrottkiste. Da habe ich noch so einen Rest von so einem Rocket Stove Bausatz. Das ist 80 x 80. Das werden wir natürlich auch gleich noch mal ausprobieren. Und das mit dem Staubsauger, das hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Das funktioniert also wirklich richtig gut. So bei 80 x 80 sind dann die Grenzen erreicht. Da sieht man, da passt es von der Höhe nicht mehr ganz. Aber da hat man ganz gutes Ratio, was man sieht, was so eine Säge irgendwo abdeckt. 60 x 60 geht noch problemlos, 120, aber irgendwann bei der Höhe hier von 80 oder so, da ist dann irgendwann Schluss. Und mit ein bisschen Fummeln und zweimal umsetzen kriegt man hier auch relativ problemlos 80 x 80 noch hin. Sieht vom Ergebnis auch sauber aus, sieht man nicht, dass man das hier irgendwie umgesetzt hat. Ich habe immer das Sägeblatt richtig schön eingeführt, dass man in den gleichen Sägeschnitt wieder kommt. Ist ein bisschen Umstand, aber es funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man hier auf Gärung sägen? Das ist wieder das 60 x 60 Vierkantrohr und das kann man hier problemlos auf 45 Grad sägen. Sieht vom Sägeschnitt auch wieder sehr, sehr sauber aus. Und jetzt wollen wir natürlich mal kontrollieren, wie genau der Schnitt ist. Hier mal so ganz minimal Grad. Hier sind so ein paar Kleinigkeiten, die pusten wir mal weg, damit wir das hier auch vernünftig sehen. Jetzt können wir das hier zusammenstecken. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und jetzt kontrollieren wir das Ganze. Dafür nehmen wir natürlich einen schönen großen Schlosserwinkel. Ich würde mal sagen, sieht mehr als ordentlich aus. Und das ist halt immer auch die Grundlage, mit der man dann hinterher vernünftig arbeiten kann. Also wirklich schön. Für so eine kleine Säge absolutes Träumchen.
Und ein Riesenvorteil von so einer Art von Sägeblatt ist natürlich, wenn man damit Holz schneidet und man hat mal eine Schraube im Holz oder einen Nagel im Holz, das ist also wirklich hier kein Problem. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger, wenn ich irgendwo ahne, da könnte mal eine Schraube drin sein, dann säge ich natürlich ein bisschen vorsichtiger. Holz hat man ja sonst eine ganz andere Schnittgeschwindigkeit, aber so funktioniert das wirklich völlig problemlos. Die Schraube habe ich hier natürlich mit Absicht reingemacht, um das ganz einfach mal zu zeigen. Und eine schöne Möglichkeit ist es hier wirklich auch in verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ich habe die Säge einfach mal auf 30 Grad schräg gestellt, habe dann die Säge aber auch auf Gärung auf 30 Grad gestellt und dann kann man hier so schöne Ergebnisse erzielen. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen reinarbeiten. Ich wollte das so haben. Im ersten Moment ist es dann leider so geworden. Dachte ich, ups, nee, musste noch mal umstellen. Ist ja auch alles problemlos möglich. Und dann kriegt man hier wirklich schöne Ergebnisse hin und hat im Metallbereich damit auch wirklich ganz andere Möglichkeiten als andere Sägen bieten. Ich denke mal, was wir hier heute alles gemacht haben, die verschiedensten Dimensionen gesägt, auf Gärung geschnitten, mit den verschiedensten Winkeln geschnitten, die verschiedensten Materialien, zeigt die Säge doch, dass die für das kleine Geld wirklich ein schönes Potenzial bietet. Ich denke mal nicht das gleiche wie meine große Säge, das definitiv nicht, aber ich finde die so auch alles andere als schlecht. Gerade für die Leute, die wenig Platz haben, die auch kein Vermögen für eine Säge ausgeben wollen, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Lösung. In diesem Sinne, Säge verlinke ich natürlich unter dem Video in der Beschreibung. Ne? Wer da Interesse hat von wegen, ich weiß nicht, ob die immer so günstig bleibt, muss man nachgucken von wegen. Aktuell kostet sie bei den verschiedensten Plattformen so um die 100 € und das ist auf jeden Fall ein absoluter Schnapper.